In der sumerischen Mythologie gehören Enki und Ninhursag zu den zentralen göttlichen Figuren, die die Grundlagen des Universums und der menschlichen Existenz gestalten. Enki, auch bekannt als Ea in der babylonischen Tradition, ist der Gott des Wassers, der Weisheit und der Magie. Ninhursag, auch Ki oder Ninma genannt, ist die Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit. Ihre Verbindung steht symbolisch für die harmonische Einheit zwischen den Elementen des Kosmos und ist unverzichtbar für die Schöpfung und den Erhalt des Lebens. Ihre Mythen spiegeln nicht nur religiöse Vorstellungen wider, sondern auch die frühesten Versuche der Menschheit, die Welt um sie herum zu verstehen und zu erklären. Enki, der Sohn des Himmelsgottes Anu und der Erdgöttin Ki, ist eine der vielseitigsten und einflussreichsten Gottheiten im sumerischen Pantheon. Seine Zuständigkeiten umfassen das Süßwasser, insbesondere die Apsu, die unterirdischen Wasserreservoire, die für die Fruchtbarkeit der Erde entscheidend sind. Enki wird oft als der weise und listenreiche Gott dargestellt, der mit List und Intelligenz handelt, um den Göttern und den Menschen zu helfen. Enki spielt eine zentrale Rolle in der sumerischen Schöpfungsgeschichte. Er ist nicht nur der Schöpfer von Flüssen und Kanälen, die das Wasser auf die Erde bringen und das Land fruchtbar machen, sondern auch der Erfinder von Kulturgütern, die die Zivilisation ermöglichen. Durch seine Weisheit bringt Enki den Menschen die Kunst der Bewässerung, der Landwirtschaft und des Handwerks bei. Er ist auch für die Einführung von Recht und Ordnung verantwortlich und lehrt die Menschheit die Gebote der Götter. Ein bekannter Mythos, in dem Enkis schöpferische Kräfte besonders hervorgehoben werden, ist die Errettung der Menschheit. In dieser Geschichte warnt Enki Ziusudra, auch als Utnapishtim in der babylonischen Version bekannt, vor einer bevorstehenden Flut, die die Menschheit auslöschen soll. Durch seine Weisheit und List gelingt es Enki, die Menschen durch Ziusudras Bau eines Bootes zu retten, was zeigt, dass Enki nicht nur ein Schöpfer, sondern auch ein Retter der Menschheit ist. Enki wird auch als Herr der Magie und des Heilwissens verehrt. Seine Fähigkeit, das Leben zu erhalten und zu schützen, zeigt sich in zahlreichen Mythen, in denen er als Heiler auftritt. Er ist bekannt für die Erschaffung von Heilpflanzen und Medikamenten, die den Menschen helfen, Krankheiten zu überwinden. Sein Wissen erstreckt sich auch auf die Alchemie und die Transformation von Substanzen, was ihn zu einem Gott macht, der sowohl die physischen als auch die spirituellen Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Ein weiteres wichtiges Attribut Enkis ist seine Verbindung zu den den göttlichen Dekreten oder Schicksalsmächten, die die Grundprinzipien des Kosmos regeln. Diese umfassen alles von sozialem Verhalten über technische Fertigkeiten bis hin zu den Gesetzen der Natur. Enki ist der Hüter dieser Mächte und stellt sicher, dass sie in geordneter Weise auf die Welt einwirken. Er verleiht diese Mächte an andere Götter und die Menschheit, um die Harmonie im Universum zu wahren. Ninhursag, auch bekannt als Ki, Ninma oder Damgalnuna, ist die personifizierte Muttergöttin, die die Erde nährt und für die Fruchtbarkeit aller Lebewesen sorgt. Sie ist die Verkörperung der natürlichen Welt und ihrer regenerativen Kräfte. Als Herrin der Berghügel symbolisiert sie nicht nur die Erde selbst, sondern auch deren lebensspendende und erhaltende Eigenschaften. Ninhursag ist nicht nur die Göttin der Erde, sondern auch die Göttin der Geburt und Erneuerung. Ihre Fähigkeit, Leben zu erschaffen und zu nähren, macht sie zu einer zentralen Figur in der sumerischen Religion. Sie wird oft als Geburtshelferin dargestellt, die den Göttern und Menschen bei der Geburt zur Seite steht. In einigen Mythen wird sie sogar als die Schöpferin des ersten Menschen beschrieben, den sie aus Lehm formt und zum Leben erweckt. Ihre Rolle geht jedoch über das rein physische hinaus. Ninhursag ist auch eine Heilerin und Bewahrerin der natürlichen Welt. Sie sorgt dafür, dass die Erde fruchtbar bleibt und dass die Zyklen von Wachstum, Ernte und Erneuerung fortbestehen. In der sumerischen Kosmologie ist sie die Kraft, die das Leben nicht nur erschafft, sondern auch erhält und regeneriert. Ninhursags Einfluss erstreckt sich auch auf die Gesundheit und den Wohlstand der Menschen. Sie wird oft in Verbindung mit Heilpflanzen dargestellt und ist dafür bekannt, Heilmittel für Krankheiten bereitzustellen. In einem Mythos heilt sie Enki, der durch seine unkontrollierte Nutzung der verschiedene Krankheiten erleidet. Ninhursag entnimmt aus Enkis Körper die kranken Organe und erschafft daraus neue Gottheiten, die jeweils eine spezifische Heilungskraft besitzen. Diese Geschichte zeigt nicht nur Ninhursags Rolle als Heilerin, sondern auch die dynamische Beziehung zwischen den Kräften der Schöpfung und Erhaltung. Sie betont die Notwendigkeit, dass Enki, der schöpferische Gott, und Ninhursag, die bewahrende Göttin, in Harmonie zusammenarbeiten müssen,
um das Gleichgewicht in der Welt zu wahren. Die Beziehung zwischen Enki und Ninhursag ist ein zentrales Motiv in der sumerischen Mythologie und symbolisiert die Balance zwischen männlichen und weiblichen göttlichen Prinzipien, zwischen Wasser und Erde, Weisheit und Fruchtbarkeit. Ihre Vereinigung ist nicht nur physisch, sondern auch symbolisch. Sie steht für die Zusammenarbeit der Kräfte, die die Welt erschaffen und erhalten. Ein bedeutender Mythos, der ihre Beziehung beschreibt, ist der von Enki und Ninhursag. In dieser Erzählung arbeitet Enki eng mit Ninhursag zusammen, um die Welt zu formen. Enki befruchtet Ninhursag, und aus dieser Verbindung entstehen mehrere neue Gottheiten, die verschiedene Aspekte der Natur und des menschlichen Lebens verkörpern. Diese Götter, darunter Pflanzen- und Tiergötter, symbolisieren die Fruchtbarkeit und die kontinuierliche Erneuerung der Natur. Doch die Mythen zeigen auch die Spannungen, die aus ihrer Zusammenarbeit entstehen können. Enki, getrieben von Neugierde und Innovation, überschreitet oft die Grenzen der natürlichen Ordnung, was Ninhursag dazu veranlasst, ihn zurechtzuweisen. In einem Mythos konsumiert Enki verschiedene verbotene Pflanzen, was Ninhursag erzürnt. Als Strafe für seine Hybris lässt sie ihn krank werden. Schließlich heilt sie ihn, was die Notwendigkeit der Balance zwischen schöpferischer Kraft und natürlicher Begrenzung betont. Die Konflikte zwischen Enki und Ninhursag sind mehr als göttliche Streitigkeiten, sie spiegeln tiefere kosmologische Prinzipien wider. Enkis Drang, zu erschaffen und zu verändern, repräsentiert den Fortschritt und die ständige Weiterentwicklung, während Ninhursag die Notwendigkeit betont, die natürlichen Grenzen zu respektieren und die Stabilität der Erde zu bewahren. Diese Spannungen sind eine Metapher für die Herausforderungen, die mit dem menschlichen Streben nach Wissen und technologischem Fortschritt verbunden sind. Ihre Versöhnung am Ende des Mythos zeigt, dass nur durch die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis dieser Kräfte das Universum in Harmonie existieren kann. Enki lernt, die Grenzen zu respektieren, die Ninhursag setzt, und Ninhursag erkennt die Notwendigkeit von Enkis schöpferischer Energie an. Die Nachkommen von Enki und Ninhursag spielen ebenfalls bedeutende Rollen in der sumerischen und babylonischen Mythologie und verkörpern verschiedene Aspekte der Schöpfung und der kosmischen Ordnung. Marduk, einer der prominentesten Söhne von Enki, wird später zur Hauptgottheit des babylonischen Pantheons. In der Enuma Elish, dem babylonischen Schöpfungsmythos, besiegt Marduk den Chaosdrachen Tiamat und erschafft aus ihrem Körper Himmel und Erde. Marduks Sieg über Tiamat und seine anschließende Erhebung zum König der Götter symbolisieren den Triumph von Ordnung über Chaos, ein Thema, das tief in den Prinzipien verwurzelt ist, die Enki und Ninhursag verkörpern. Marduks Aufstieg spiegelt auch die Weiterführung der Eigenschaften seiner göttlichen Eltern wider. Er kombiniert Enkis Weisheit und schöpferische Kraft mit Ninhursags Stärke und Schutzfunktion, was ihn zu einem allmächtigen Herrscher macht, der die göttlichen Kräfte seines Erbes in sich vereint. Ningishzida, ein weiterer Nachkomme, ist der Gott der Unterwelt und des vegetativen Wachstums. Er symbolisiert die zyklische Natur von Leben, Tod und Wiedergeburt, die in der sumerischen Religion eine wichtige Rolle spielt. Als Wächter der unterirdischen Wasserquellen und Herr der Schlangen und Drachen wird Ningishzida oft als eine zwiespältige Figur dargestellt, die sowohl heilende als auch zerstörerische Kräfte besitzt. Seine Verbindung zur Unterwelt und zur Erde verdeutlicht die enge Beziehung zwischen Leben und Tod, eine Thematik, die auch in der Dynamik zwischen Enki und Ninhursag widerhallt. Ningishzida steht als Symbol für die Balance zwischen diesen Kräften und zeigt, wie die Nachkommen der Götter die Prinzipien ihrer Eltern weitertragen und aufrechterhalten. Ninurta, ein bedeutender Sohn Enkis, ist der Gott des Krieges, der Jagd und der Landwirtschaft. Er wird als tapferer Krieger dargestellt, der das Land vor Bedrohungen schützt und die göttliche Ordnung aufrechterhält. Ninurta ist bekannt für seine Rolle im Kampf gegen die Mächte des Chaos und steht für die Verteidigung und Erhaltung der Schöpfung. Seine Aufgaben reichen von der Bekämpfung von Feinden bis zur Sicherstellung des Wohlstands der Gemeinschaft, was ihn zu einer zentralen Figur in der Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung macht. Abschließend kann man sagen, Enki und Ninhursag hatten tiefgreifende Einflüsse auf die sumerische Kultur und Religion. Ihre Verehrung war allgegenwärtig, und ihre Tempel und Kultstätten waren bedeutende Zentren religiösen Lebens. Enkis Haupttempel, der Eabzu in Eridu, war ein wichtiges spirituelles Zentrum, das die Verbindung des Gottes zum Wasser und zur Weisheit betonte.
Ninhursaks Tempel waren häufig in ländlichen Gegenden zu finden, wo sie als Schutzgöttin der Fruchtbarkeit und des Wohlstands verehrt wurde. In der Kunst und Literatur der Sumerer erscheinen Enki und Ninhursag häufig als Symbole für die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Ihre Geschichten dienten als Lehren über die Notwendigkeit, die Balance zwischen Fortschritt und Erhaltung, Schöpfung und Erhaltung zu bewahren. Diese Mythen boten den Sumerern nicht nur spirituelle Anleitung, sondern auch praktische Weisheiten für den Alltag. Die Mythen von Enki und Ninhursag sind mehr als nur Erzählungen über göttliche Kräfte, sie bieten tiefgreifende Einsichten in die sumerische Sicht auf das Leben, die Schöpfung und das Universum. Ihre Beziehung verkörpert das notwendige Zusammenspiel von Schöpfung und Erhaltung, Weisheit und Fruchtbarkeit und betont die Bedeutung der Balance für das Wohl des Kosmos. Die Geschichten ihrer Nachkommen erweitern dieses Bild und zeigen die fortwährende Präsenz und den Einfluss göttlicher Kräfte auf die Weltordnung. Enki und Ninhursag verkörpern die harmonischen Kräfte, die den Kosmos im Gleichgewicht halten, und ihre Mythen sind ein eindrucksvolles Zeugnis für die tief verwurzelte Verbindung zwischen dem Göttlichen und der natürlichen Welt in der sumerischen Religion. Sie lehren uns, dass die Balance zwischen Innovation und Bewahrung der Schlüssel zum Verständnis der Welt ist. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch spannende Einblicke in das faszinierende Universum von Enki und Ninhursag gegeben. Es war mir eine Freude, diese tiefgreifenden Aspekte der sumerischen Mythologie mit euch zu teilen und zu erkunden, wie diese göttlichen Figuren die Weltanschauung der Sumerer geprägt haben. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das hilft mir, weitere interessante Themen für euch zu präsentieren. Ich lade euch ein, eure Gedanken und Fragen in den Kommentaren zu hinterlassen. Eure Rückmeldungen sind mir sehr wichtig und helfen mir, den Kanal weiterzuentwickeln. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen, die sich mit weiteren faszinierenden Themen rund um Mythologie, Geschichte und mehr beschäftigen. Bis zum nächsten Mal.